Hallo, ich bin Kira Wojnowski, ich bin 32 Jahre alt, komme ursprünglich aus Bochum und bin Trainerin vom VfL Bochum von der Frauenmannschaft und wir befinden uns gerade an unserer Spielstätte, dem Leichtathletikplatz. Mit 3 oder 4 Jahren habe ich angefangen mit den Jungs zu spielen. Ich habe eine fußballverrückte Familie und bin so zum Fußball eben gekommen, auch einen älteren Bruder, mit dem ich immer gespielt habe. Habe dann lange Zeit bei Schwarz-Weiß Eppendorf selbst gespielt, bin dann in die Frauenmannschaft von Wattenscheid 09 gewechselt und danach zur SGS Essen in die erste Bundesliga. Habe mich dann leider relativ früh in meiner Karriere verletzt, musste dann ja mit Anfang 20 schon meine Fußballschuhe an den Nagel hängen. Habe dann aber gemerkt, dass der Fußball mir unglaublich fehlt und habe dann eben nach und nach die Lizenzen gemacht, habe dann die ersten 3 Jahre bei der SGS Essen als Trainerin gearbeitet und bin dann vor 3,5 Jahren ja mittlerweile zum VfL Bochum gekommen. Also während meiner Karriere habe ich noch auf Lehramt studiert und habe das auch ja, abgeschlossen. Dann war es irgendwie klar, dass ich in dieser Vermittlerrolle bleiben möchte und dass ich die Erfahrungen, die ich in jungen Jahren einfach schon gesammelt habe, weitergeben möchte und mich dahingehend auch einfach weiterentwickeln möchte. Und da war es irgendwie sehr naheliegend, dass ja, der Frauenfußball einfach Bedarf hat und da glaube ich auch, ja, für mich auch in dieser Zeit noch irgendwie Vorbilder in der Trainerfunktion irgendwie gefehlt haben und dass man da jetzt so den Schritt gehen kann und auch vielleicht für jüngere, ja, Spielerin oder ehemalige Spielerin einfach vielleicht ein Vorbild sein kann oder da einfach so ein ja, gewisserweise Vorreiter oder das einfach so mit vorantreiben kann. Das vor allem, ja, das ist einfach ja, sehr gewinnbringend und bin ich sehr dankbar für, dass ich jetzt diese Möglichkeit vom VfL bekommen habe. Wenn ich es direkt ändern könnte, würde ich sagen, dass erste bis dritte Liga professionalisiert wird. Das heißt also, dass sich die Spielerinnen zu 100% auf ihre Arbeit, auf das Fußballspielen konzentrieren können und da keine Abstriche machen können, sodass man da auch einen größeren ja, Output eben hat, sodass sie fokussiert sind, weniger verletzungsanfällig, vom Kopf her einfach komplett da sind und dass sie selber Anerkennung findet und Wertschätzung wie beim Männerfußball. Ich glaube, dass man mit den Jahren das noch mehr wahrnimmt, dass das miteinander ist und dass es einfach ja, Multikulti ist. Also dass viele verschiedene Menschen, viele verschiedene Kulturen aufeinandertreffen. Und das, glaube ich, auch so Bochum auszeichnet, aber auch ja, besonders das Ruhrgebiet. Ja, also zum lebenswerten Raum macht Bochum für mich einfach, dass ja, ich hier groß geworden bin, meine Familie, meine Freunde einfach hierher kommen und dass es viele Möglichkeiten gibt, die mich einfach zufriedenstellen. Ich bin gern am Chemnader See, ich besuche gerne irgendwelche Kulturveranstaltungen, das Schauspielhaus, das Bermuda-Dreieck, Bergbaumuseum, dass man einfach viele Leute trifft und alle auch ja, einfach sehr offen sind. Ich stelle mir das irgendwie so vor, dass irgendwie aus verschiedenen Generationen und vielleicht auch verschiedene Menschen zusammenkommen müssten und einfach ja, ihre Ideen irgendwie an den Mann bringen müssten und da zusammen brainstormen müssen, was denn jetzt gerade verschiedene Generationen, verschiedene Menschen irgendwie abholt und wie man schaffen kann, ja, dass die Innenstadt wieder attraktiver wird und sich nicht irgendwie alles, ja, ich weiß nicht, im Ruhrpark irgendwie bald und man da irgendwie zusammenkommt, ja, sondern dass man da irgendwelche Angebote schafft. Ich glaube, dass die Stadt und generell die Gesellschaft die Entwicklung so mitgeht. Also ich glaube, Frauenfußball wird immer attraktiver, medial wird es einfach immer mehr verfolgt. Kinder haben jetzt auch weibliche Vorbilder oder Fußball spielende Mädchen haben auch einfach weibliche Vorbilder, weil es einfach medial mehr vertreten ist. Und ich glaube, das ist ein Schritt, ja, den Bochum mitgehen muss und auch mitgeht. Und wir sind gerade auf einem guten Weg und auch in den 3,5 Jahren, wo ich jetzt für den VfL einfach arbeite, merkt man, dass es in die richtige Richtung geht. Aber natürlich auch, was Vermarktung angeht, es ist einfach ein Produkt, ist da definitiv noch Luft nach oben. Ich hoffe, dass wir da weiter ansetzen und so auch die Leute einfach zu unseren Spielen kriegen. Ja, dass es einfach dieselbe Wertschätzung bekommt wie der Männerfußball. Ich bin glücklich, wenn es, glaube ich, meinen Liebsten irgendwie gut geht und ich weiß, dass da alles in Ordnung ist. Aber auch Momente auf dem Fußballplatz, die man einfach gemeinsam erlebt und gemeinsam feiern kann, die einfach Erinnerungen schaffen, wo man sich einfach nochmal ja, daran zurückerinnert. Beispielsweise unser Aufstieg vor 1,5 Jahren. Das sind so Glücksmomente, die ich, glaube ich, nie vergessen werde. Ähm, ja, aber auch gutes Essen, sage ich ganz ehrlich, macht mich auch super glücklich. Ja, und wenn man aber auch drumherum, was so in der Weltgeschichte passiert, wenn man da einfach mitbekommt,
ja, dass es in die richtige Richtung geht und dass da Menschen irgendwie zusammenhalten und auf der Straße gehen und sich für eine Sache einsetzen. Das bedeutet auch irgendwie für mich Glück und setzt ein gutes Zeichen einfach, dass da noch Widerstand ist und dass viele irgendwie doch noch gleich und irgendwie so gut und richtig denken.